Heute möchte ich ganz gern auf die Zuschauerfrage von Sven eingehen. Er fragt, kann ich in der TWS Regeln erstellen? Immer wenn eine bestimmte Position ausgebucht wird, Aktienverkauf, wird eine weitere automatisch mit ausgebucht, verkauft. Es gibt das Wort If-Portfolio, darin könnte die Lösung stecken. Wie ihr das in der TWS richtig macht, da müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Darum soll es in diesem Video gehen. Das Wort If-Portfolio werde ich dann auch noch anschließend kurz erwähnen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Heute wieder mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Und auch dieses Video wird von Links Broker präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal. In der TWS nennt sich das Ganze Bedingungsorder und ich zeige euch jetzt als erstes mal, wie ihr dorthin kommt. Bezüglich des What-If-Portfolios, da gehe ich, wie schon am Anfang erwähnt, am Schluss nochmal drauf ein. So, die Bedingungsorder findet ihr hier oben links hinter dem Symbol Order. Wenn ihr das anklickt, dann macht sich ein neues Fenster auf. Und hier findet ihr dann den Reiter Bedingungen. Als erstes geben wir ein Kürzel ein, wählen die Aktie Smart aus und gehen dann auf Bedingungen. Wenn wir jetzt auf hier rechts hinzufügen klicken, können wir jetzt auswählen, was wir vorhaben. Wir nehmen zum Beispiel den Kurs, gehen auf Weiter, geben jetzt wieder eine beliebige Aktie ein, also die ihr ganz gerne kaufen oder verkaufen wollt. Enter. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wieder über Aktie Smart zu gehen. Dann habt ihr hier auch das stehen, dass die Aktie, die Börse Smart ausgewählt ist. Entschuldigung. Ihr könnt aber auch, wenn ihr noch einmal in das obere Feld geht, noch einmal die Enter-Taste drückt und dann auf Aktie gezielt gehen, eine Börse auswählen. Warum auch immer ihr das wollt, es ist auf jeden Fall auch in diesem Fall möglich. Wir bleiben jetzt in diesem Fall mal bei Smart. Dann die Methode auswählen, entweder die Standardvariante oder den Last- bzw. Letztkurs oder doppelter Letztkurs. Das bedeutet, falls mal die Aktie einen kleinen Dip machen sollte, dass ihr dann nicht sofort ausgelöst werdet, sondern erst wenn das zweite Mal sozusagen der Preis angesteuert wird, dass dann die Order ausgeführt wird. Wir bleiben jetzt in diesem Fall mal auf Standard und wir wollen jetzt in diesem Fall die Aktie kaufen, kleiner gleich und dann geben wir hier unten den Kurs an. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich nehme das jetzt nochmal zum Demonstrationszwecken 100 und dann könnt ihr hier auf Bestätigen gehen oder müsstet ihr sogar und dann seht ihr Standardpreis von Microsoft Aktie an der Börse Smart, was auch immer ihr dann ausgewählt habt, würde dann hier stehen, falls ihr über gezielt gehen solltet, ist kleiner gleich 100. Ihr könnt jetzt alle möglichen Bedingungen noch hinzufügen, indem ihr zum Beispiel hier wieder auf das Hinzufügen klickt. Uhrzeit wäre eine Möglichkeit, nochmal auf Weiter. Dann habt ihr hier, wenn es nach dieser Zeit ist, also in diesem Fall nach der Zeit, der hier angegeben ist, nehmen wir jetzt mal einen Tag später als heute, also der 18.12.2025, immer amerikanische Schreibweise und die Uhrzeit. Ihr könnt das auch, wenn ihr nicht ganz sicher sein solltet, weil das die US-Zeit ist, hier über dieses kleine Kalenderzeichen, wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr, ja, hier ist 8:36:47 Uhr, 8:36:47 Uhr, was das in deutscher Zeit bedeutet. Also umgerechnet, da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr nicht ganz sicher seid. Ihr könnt natürlich aber auch über diesen Kalender die Tage auswählen und die Uhrzeit auswählen, wie ihr das gerne möchtet. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit unser Kanal schnell weiter wachsen kann, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank. So, okay.
Das wird dann übernommen, dann wieder bestätigen und jetzt seht ihr, dass beide Bedingungszeilen hier drin sind, also die Preiszeile von Microsoft und auch die Zeit, so wie wir sie eben eingegeben haben, also dass es nach dieser Uhrzeit an dem Tag ist. Dann müssen wir noch einmal auf den Reiter Standard zurückgehen und hier dann Order-Typ auswählen, in dem Fall jetzt Market und die ausstehende Menge müsst ihr natürlich hier noch eingeben, wie viel ihr dann in diesem Fall wäre es denn der Kauf, kaufen möchtet. Das könnt ihr über das Rädchen tun, indem ihr dann etwas auswählt oder aber auch über die Tastatur könnt ihr das eingeben. Da ja, seid ihr nicht begrenzt. Hiermit natürlich vorher immer einmal schauen, Kauf oder Verkauf und dann hier auch die Gültigkeitsdauer GTC oder Day, wenn ihr nur an dem aktuellen Handelstag handeln möchtet. Ganz wichtig. Dann gehen wir mal auf das Orderbestätigungsfenster und dann seht ihr hier auch nochmal die komplette Bedingung. Also, wir kaufen 50 Aktien, Standardpreis von Microsoft, Aktie an der Börse Smart ist kleiner gleich 100 $ und die Zeit ist nach oder exakt 8:36:47 Uhr am 18. Dezember. So, dann haben wir hier den Preis. Das Übliche kennt ihr aus euren Handelsgeschichten. Und dann geht ihr auf Übermitteln. So, das ist die Möglichkeit, die ihr mit der Bedingungsorder habt. Da gibt es natürlich noch jede Menge andere Möglichkeiten, die ihr anhängen könnt. Margin-Auslastung, Volumen, Tages-G und V. Es geht ja jetzt in der Frage darum, wenn ich eine Aktie ausgebucht bekomme, dass ich die andere auch ausgebucht bekomme. So, und da müssen wir, wie gesagt, einen kleinen Umweg gehen. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel Apple habt und ihr habt jetzt an Apple eine Order angehängt, eine Stop-Order, eine Stop-Limit-Order angehängt, dann und dann wird sie ausgebucht, dann könnt ihr natürlich dann der anderen Aktie sagen, wenn das erreicht ist, wenn das und das erreicht ist, dann möchte ich das dann auch für die andere Aktie so haben, also so wie wir es hier eben gezeigt haben. Und dann sollte das funktionieren. Ich habe dann auch absichtlich nochmal, also vorsichtshalber, so wollte ich sagen, vorsichtshalber nochmal bei Linksbroker nachgefragt, ob das so funktioniert. Und die haben mir das bestätigt. Das ist völlig korrekt so. Also so direkt zwei Aktien hier eingeben, das geht nicht. Aber mit der einen Geschichte, so wie ich es eben gesagt habe, funktioniert das Ganze. Dann gehen wir nochmal zu der What-If-Geschichte. Das hatte hier der Sven ja noch einmal hier unten erwähnt. Es gibt das What-If-Portfolio. Da können wir das allerdings nicht machen, weil das sozusagen kein Order-Tool ist, sondern eher ein Analyse-Tool. Ich zeige euch das einmal. Hier oben unter Analyse-Tools findet ihr das. Wenn ihr hier ganz runter geht, findet ihr hier den Risk Navigator. Falls der bei euch hier nicht zu sehen sein sollte, hier unten auf das kleine Pfeil und dann sollte er hier unten zu sehen sein. Und dann seht ihr hier neues What-If-Portfolio öffnen. Da klickt ihr einmal rauf, dann könnt ihr einmal wählen, ob ihr die aktuellen Positionen, die ihr schon im Portfolio habt, mit aufnehmen wollt oder eben nicht. Ich sage jetzt einfach mal ja. Und dann macht sich wieder ein neues Fenster auf und das muss einmal klein. Na, so, das ist jetzt tatsächlich das What-If-Portfolio und das ist so eine Art Demokonto für die Zukunft. Da könnt ihr alles Mögliche simulieren und ausprobieren, was passiert, wann, in welcher Situation, also What-If. Aber das ist kein wirkliches Trading-Tool, sondern ein Analyse-Tool, hier ist ein Ausprobieren möglich, was passiert, wenn der Kurs da und dahin läuft. Ja. Das war's für heute. Wenn ihr noch mehr über Einstellungen und so weiter wissen wollt, dafür habe ich eine Playlist erstellt, die zeige ich euch hier gerne, beziehungsweise die füge ich euch hier gerne ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, passt auf euch und eure Trades auf. Bis zum nächsten Video. Ciao.